Hallo ihr Lieben, wir machen einen kleinen Ausflug zur Burg Breuberg und wollen euch ein paar Eindrücke vermitteln, wie es hier so auf der Burg ist, weil wir werden hier auch übernachten und zeigen euch so ein bisschen die Burg, die Aussicht hier und alles, was wir hier so zu entdecken haben. Los geht's. Los, ja, los. So, jetzt sind wir hier an der Burg Breuberg angekommen. Da ist der Parkplatz, einer von den Parkplätzen. Ihr habt, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Da ist die Burg. Da oben haben wir einmal die Burg. Hier geht der Weg hoch. Sehr steil, so wie es ausschaut. Ja. Oben ist ein Torbogen. Schauen wir mal. So, und hier seht ihr halt die Zufahrtsstraße. Und da ich euch gerade meinte, ihr habt hier hinten um die Ecke ist nochmal ein Parkplatz. Der ist halt ein bisschen weiter weg, aber da gehen ein paar Treppen hoch. Haben wir gesehen, da hinten seht ihr die Treppen auch so ein bisschen durch. Dann braucht ihr wohl den Berg nicht zu laufen. Ja, und die Autos stehen halt hier auch überall. An der Seitenstraße, die Burg Breuberg, ist übrigens mittlerweile eine Jugendherberge, wo man auch übernachten kann. Wir werden auch mal übernachten und sagen euch hinterher auch, wie es so war. Wie es so war, genau. Ja. Und für die Abenteuerlustigen, hier gibt es eine Rutsche, ganz nach unten. Ziemlich steil nach unten. Und da sind wir wieder beim Parkplatz. Dann gehen wir mal hoch. Ja. So, erstes Stück haben wir geschafft, bis hierhin. Ist schon ziemlich steil, Ja. auch mit dem Koffer. Also man ist schon aus der Puste, wenn man ankommt. Hier seht ihr, ist der erste Torbogen. So, jetzt gehen wir da vorne hin zum nächsten. Das ist wohl der erste Hof. Dann scheint auch irgendwo hier so eine Schenke zu sein, habe ich gerade gelesen, wo man trinken kann und essen kann. Wir sind gespannt. Und hier nochmal runter einen Blick. Ich weiß gar nicht, ob das die Stadt Höchst ist. Ich meine, weiß ich jetzt gar nicht, von welcher Seite wir da drauf gucken. Auf jeden Fall sind unten die Parkplätze. Also man kann einmal hier parken und einmal nochmal ein tiefer. Genau, da vorne um die Ecke. Aber habt ihr ja gerade gesehen, wo wir stehen. So, und hier seht ihr von der Burg aus die wunderschöne Aussicht. Blick auf den Odenwald hier. Genau. Abends ist es auch super schön beleuchtet. Alles das kleine Städtchen da. Hier unten könnt ihr langlaufen, hat einen kleinen Weg. Da sind überall auch so Bänke, Genau. wo ihr euch hinsetzen könnt und könnt dann da runterschauen. Und lauft dann einmal so um die Burg rum, hier an dem Burggraben entlang. Genau, und wenn ihr den Weg hier entlang läuft, dann könnt ihr dahinter praktisch den Sonnenuntergang sehen und genießen. Ist auf jeden Fall sehenswert. Und auf dem Turm da oben sieht man jetzt Leute halt, weil das ist halt der Turm, wo ihr diese vielen Treppen hochlaufen könnt. Das zeigen wir euch gleich nochmal, wenn wir oben sind. Genau. So, wenn man die Burg, also von der Burg rausgeht, ist hier ein wunderschöner Ausblick. Genau, hier ist der Eingang, Zeigen da sind wir wir euch. hochgekommen. Da unten ist der Genau. Parkplatz. Ihr seht, hier ist so ein bisschen erhalten. Hier ist noch so eine Skischatte. Hier unten übrigens, haben wir erfahren, da wo es heute ist, da war früher eine Falle. Genau. Da sind irgendwelche Stacheln gewesen und wenn die Diebe oder die Räuber hier reinkamen, dann sind sie da reingefallen. So, Es gab aber mehrere Fallen. genau. So, da unten sind wir vorhin hochgekommen. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Genau. Und das ist halt der tolle Ausblick hier. Das ist der Burggraben. Genau. Hochschwenken. Da kann man auch Tischtennis spielen. Ja, da Oder hinten Lagerfeuer können wir machen? zeigen, ja. Da hinten sind so ein paar Tischtennisbereiche. Ich glaube, ein Tor war da auch, oder? Fußballtor. Ja, Mal zur anderen Seite. genau. Seht, da stehen noch Kanonen. Jetzt nochmal so ein Ausblick. Hier die Burggraben auf der anderen Seite. Ja, genau. So, da seht ihr den Eingang, wo wir gerade durchgekommen sind. Da unten geht es zu den Parkplätzen. Genau. Hier ist eine Burgschenke. Da könnt ihr Kaffee, Getränke, Eis, Kuchen bekommen. Selbstgemachten Kuchen. Ja. Da hinten könnt ihr auch drin sitzen dann. Ich denke mal, im Winter ist da vorne in diesem Gebäude. Ne? Ja, sitzen.
So, da gehen wir gleich mal hoch. So, der nächste Eingang zu der Da ist der wunderschönen Burg. Wie heißt das? Innenhof, Oberhof oder wie hieß das bei der Führung? Innenhof. Hier Und oben. der Aufpasser. Genau, der hat eine Armbrust. War extra, wenn die Verbrecher hier reinkommen, so haben wir das erfahren. Damit die ein bisschen abgeschreckt sind. Ihr seht das alte Gemäuer noch. Genau. Hier ist auch Standesamt. Da darf man aber nicht rein. Ja, da vorne der Tor. Genau, da ist ja wieder der Tor, wo wir hergekommen sind. So, hier ist der Burg Innenhof. Oder wie ist das? Burg Oberhof? Ja, ja, Innenhof. Genau. So, hier seht ihr jetzt die Burg. Die hat, also da könnt ihr die Treppen hochlaufen und habt ihr natürlich oben eine ganz tolle Aussicht. Bergfried, oder wer ist dieser Turm? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Weißt du nochmal, wie viele Treppen das waren? 150 oder was? Oder 150? Ja. So, da ist der Eingang zur Jugendherberge. Den seht ihr da. Ich gucke mal, ob ich hier hochkomme. Ich meine, der war um die 50 Meter hoch, der Turm, ne? Mag sein. So, und hier ist das Tor, wo wir gerade durchgekommen sind, was er davor gesehen hat. Genau. So, ich zeige euch mal hier den Gang zu unserem Zimmer. Und hier ist unser Zimmer. Etagenbett. Das ist eine Jugendherberge. Ihr seht hier, schaut mal der Ausblick. Sehr schön, oder? Da war die Tür. Genau, und hier habt ihr halt noch ein Etagenbett. Wie er auch heute aussieht. Ja. Passen, dass er früher schon benutzt worden ist, aber ist der Schacht so ausgeweitet war und so. In etwa. Genau. Man wusste, dass irgendwo mehr etwas im Burgraum sein musste. Und hatte auch aufgrund von kleinen Bächen, die an der Seite manchmal immer gar so vermuten kann, wo das Ganze sein musste. Aber es war zumindest eine 100%ige. Vielleicht ein optischer Vergleich. Sie haben den Bergfried gesehen. Kurz zumindest, 25 Meter ist dieser Turm hoch. 50 Meter. Den können Sie etwa 3,5 Mal aufeinander da reinstellen. So, vielleicht gerade auch zum Anfang hier unten kurz ein paar Worte von mir.
Dieser Raum ist eigentlich der wertvollste Saal auf der gesamten Tour, weil wir das Wertvollste drin haben, was es so noch gibt. Ja, das sind wir gut. Hallo ihr Lieben. Ja, hallo. Nun sind wir zurück von der Jugendherberge Burg Breuberg. Genau. Ne? Ja. So heiße. Genau. Wie ist denn dein Fazit? Mein Fazit ist, ich würde da jedes Mal wieder übernachten. Und zwar, also meine Sorge war ja, Jugendherberge ist halt immer so eine Sache, gerade auf einer Burg, ne? Wir sind die Toiletten, wir sind die Duschen da. Aber ganz unten im Keller waren halt top neue Duschen mit einzelnen Kabinen. Toiletten waren auch da. Waschbecken, einzelne. Also das war wirklich wie so eine Wellness-Oase. Das war richtig schön. Ey, mal guckst du denn so? Ich fand so, für eine Jugendherberge und eine Burg war das toll. Was bist du denn? In so einer Richtig 5-Euro-Wellness-Oase sonst so? Wo bist du? 5 Euro. Hey, das war voll sauber und das sah richtig schön aber und neu Wellness-Oase ist noch ein aus. bisschen was anderes für mich. Ja, aber für mich ist Jugendherberge sieht ganz anders aus als das, was da ausgesehen hat. Na gut. Ja, Toilette hatten wir jetzt nicht am Zimmer, aber war nicht schlimm, weil wir hatten direkt daneben. Und was denn? Guckst du das an? Ich höre zu, was du so erzählst. Machen wir weiter. Ja, also ich fand's gut. Als wir angekommen sind, waren ein paar Ameisen im Bett. Aber ich glaube, dass das zu so einer Jugendherberge einfach dazugehört. Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Die Betten waren gut. Waren diese doppelstöckigen oder wie heißen die? Eierstöcke. Eierstöckigen Bette. Und wir hatten einen wunderschönen Ausblick. Wirklich einen wunderschönen Ausblick vom Zimmer. Also es war immer mir eine Freude aufzustehen und aus dem Fenster zu gucken. Überhaupt, die Burg war an sich mega. Aber ich bin ja so ein Burgfan, ich liebe Burgen und von daher glaube ich, weiß nicht, ob ich Maßstab bin, weil ich ja total begeistert war. Also man geht ja erstmal einen Riesenberg halt hoch, da ist man fix und fertig, aber wenn man oben angekommen ist, dann ist es einfach nur toll. Auch die Sonnenuntergänge, toll. Ja. Und was sagst du? Ja, ich kann dir da nicht in einigen folgen. Sachen zustimmen. Nee. Was denn? Also Wo denn die nicht? einzige Burg, die ich mag, ist der MSV Duisburg. Oh. Muss ich dir mal sagen. Nee, also was ich zustimmen kann, ist halt das Letzte. Ja? Der Ausblick war toll und die Burg war halt klasse gewesen. Ja. Die sah schon schön aus. Aber ich bin halt so ein Heimscheißer. Ich brauche meine Toilette. Ja, aber das war alles sauber. Die Toilette Ja, aber war mit sauber. 6 Leuten geteilt. Oder Ja. 7 oder so. Ja, Also ich weiß nicht, ist wie halt, das bei dir war, aber bei mir war nie einer drauf. Ja, bei mir schon. Und dann hast du auch gerochen dann. Und das ist was anderes, als wenn ich jetzt hier zur Toilette gehe. Just too much information. Ne, Beweise. Ich habe Beweise geliefert nur. Ach so. Ja. Und das ist halt was anderes, als wenn ich jetzt hier zur Toilette gehe. Also für mich ist immer, deswegen haben wir auch immer ein Hotelzimmer genommen, ist für immer der wichtigste eine eigene Toilette und eine eigene Dusche am Zimmer zu haben. Ja, die Duschen waren gut. Ja, und du hattest waren auch einzelne Kabinen, eben. Ja, gut, mir ist das egal, ich ziehe mich da auch so aus jetzt, da habe ich nicht so ein Problem. Nee, mit. weil Das du sagst am vielleicht, ja. Zimmer. Ja. Das war ja aber separat. Ja, aber da bist du Ja. erstmal 30 Minuten gelaufen. Ach, 30, Naja, die übertreib Treppe doch nicht. runter, 5 Der Minuten Keller war oder direkt zwei. bei uns um die Ecke. Ja, dann gehst du nur kurz Ja, die Fakt Wendeltreppe ist, du hast runter. aber trotzdem nicht eine eigene Dusche und so weiter. Und, Doch, hast du, weil du eigene Kabine aber das ist halt eine hast. Jugendherberge, da kann man halt nicht viel erwarten. Ja? Eben. Und wie gesagt, dafür waren die Duschen sauber und ordentlich gewesen, Top. das stimmt schon. Aber ich kann halt die Begeisterung nicht teilen, weil ich eher dann, wie gesagt, ich habe Ja, aber sowas was gerne... willst du von der Jugendherberge erwarten? Nee, nicht von der Jugendherberge. Normalerweise, also es gab noch andere Leute, die hatten über uns übernachtet und die meinten, die Dusche war halt altbacken. Wie man das halt in Jugendherbergen so kennt halt. Ne? Voll alt und rostig und alles. Das hatten wir nicht. Nein, das war ja auch gut gewesen. Ja. Und Also- für ab und zu duschen ist ja okay. Ich könnte mir aber nie vorstellen, da eine ganze Woche oder sowas zu sitzen. Oder zu übernachten, weil wie gesagt, ich brauche einfach meine Toilette. Ist aber auch ein persönliches Ding. Wie du begeistert bist, ist ja bei mir ein persönliches Ding, da mir eigentlich mega wichtig ist, eine Toilette am Zimmer Ja. zu haben und eine Dusche. Ne? Ja, eine Woche vielleicht nicht, aber ein Wochenende war Essen war okay, Ja, Jugendherberge-mäßig halt. Jugendherberge, Ja. Wohl, die ersten beiden Tage waren die Sachen abgezählt. Ich weiß nicht, ob hinterher auch noch, aber Ja. haben wir halt gehört gehabt, da durfte halt mal einer die eine Wurst nehmen Genau. oder was, der hat die zweite Eine genommen, Wurst das pro ging dann halt Person. nicht. Ja. Und das ist halt bei erwachsenen Menschen schon, auch kräftigen Menschen, die dann viel Hunger haben. die Gerade auch bei da Männern. Waren, ne?
Ja, ist das? war das halt schon dann ein bisschen Ja. wenig. Ich bin immer satt geworden, aber ich habe halt mitgekriegt, dass einige da wohl so ein bisschen die Probleme hatten. Und das ne? Essen hat sich auch manchmal halt wiederholt. Ne? Ja, Man gut, hat aber es ist richtig- ja Jugendherberge Standard, ne? Ich glaube, da kannst du nichts, du kannst ja nicht ein Wellness-Essen noch erwarten. Ja? Da kannst du halt Jugendherberge erwarten, aber was man halt denkt, wenn da Erwachsene kommt, denke ich mal, sollte man schon schauen, dass die halt genug Futter kriegen, dass die auch satt sind und nicht dann auch ein bisschen. Es gibt zwar 3 Mahlzeiten, aber selbst dann, wenn du da ein Brötchen kriegst oder 2, abends eine Wurst oder was, das essen manche zum Frühstück schon, weißt du? Ja, klar. Ne? Gut, Mittag gibt es halt auch noch. Wie gesagt, ich musste nicht hungern, aber ich habe halt Leute mitgekriegt, wo es dann so war, ne, dass sie sich halt zweimal genommen haben. Und dann haben die anderen halt nichts mehr gekriegt, weil dann keine Wurst mehr da war, weil der eine dann 2 gegessen hat und so. Naja, vielleicht ist das aber so eine Jugendherberge, ich weiß es nicht. Ne? Und für alle Burgfans, man kann da auch eine Burgführung machen. Ja, Die haben wir auch gemacht. Ja. Genau. Und der Preis ist halt 50 Euro Preis. die Nacht. Ja, ne? Ja, Haben 50 wir Euro bezahlt, die Nacht, genau. Fürs Übernachtung. Doppelzimmer jetzt. Wir hatten halt, Aber wir hatten Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. genau, wir hatten halt ein Viererzimmer für uns beide jetzt gehabt. Weil Genau. das auch so ein Ding ist, vielleicht bin ich pingelig, aber ich möchte auch nicht mehr jetzt in meinem Alter mit 30 mit anderen Leuten, mit 8 anderen auf dem Zimmer schlafen oder sowas. Ja gut, das ist einfach was der nicht andere. mehr Der eine schnarcht, der andere so. kann nicht schlafen, Das ist ja der mein andere hört persönliches Musik. Ding so. Das ne? ist ja was anderes. Und ja. dann hatten wir hatten ja auch ein Hotel gebucht gehabt, das hat 55 gekostet, mit Frühstück dabei. Klar, da hast du jetzt Vollpension gehabt. Aber du hast nicht dieses Burgfeeling. Das stimmt schon, aber und da ist diesen eine tollen Toilette gehabt. Ausblick Ja. nicht. Deswegen, es war ja jetzt ein Erlebnis gewesen Ja. und ich sage ja auch nicht, dass es schlecht war. Ich kann es halt nur nicht so hochjubeln, was aber ein persönliches Ding von mir ist. Ja, und von mir ist persönlich, weil ich Weil ja ich Burgen halt liebe. eigentlich eher dann Hoteltyp bin und sowas halt nicht mehr brauche. Früher hat mir nichts ausgemacht, ne, aber mittlerweile ist Ja, das und ich halt hatte so. am Anfang Angst, weil ich diese Jugendherberge, aber dann war ich echt positiv überrascht. Auch Wie gesagt, die Burg ist schön, die Führung ist auch okay, Ich fand die gut, kann man sich sehr angucken. interessant. Ne, und Parken habt ihr halt ein bisschen zu laufen, den steilen Berg hoch mit dem Koffer am Anfang und so. Da ist halt oben kein Parkplatz gewesen. Wir haben noch schön Feuerchen da gemacht gehabt. Ja, Abends Lagerfeuer. mal. Das war auch ganz schön gewesen. Richtig und auch die schön. Räumlichkeiten und so ist alles gut erhalten und ja, sieht schon schön aus. Und die Zimmer waren waren soweit echt auch in schön. Ordnung. Außer Also halt burgenhaft. die Ameisen, ne, die wir alle hatten, Ja. ne, die waren nicht durch uns jetzt hier, die waren wohl vorher schon da. Wir haben vorher welche getroffen, die da auf dem Genau. Zimmer waren und die haben auch gesagt, die haben Und sich halt in schon die anderen gewarnt. Betten gelegt, nicht oben schlafen, weil da die ganzen Ameisen liefen oder irgendwie sowas. Und dann haben wir halt zweimal unten geschlafen. Aber da hatte ich keine Ameisen. Ja, Unten hattest du Ameisen? ich habe immer ab und zu eine gekloppt, ja. Echt? Also ich hatte keine. Naja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, es ist schöne Jugendherberge, ist in Genau. Ordnung. Wer sich darauf einlässt, dass es eine Jugendherberge ist, der ist halt zufrieden. Wie gesagt, ich fand es Ja. auch gut da, muss ich sagen. Aber mein Anspruch halt eigentlich ist halt ein anderer. Deswegen, und ich fand halt, dass die andere halt sehr wie ein Luxushotel hier hochgejubelt hat. Und das finde ich jetzt überhaupt Ja, nicht. ich war Es ist total halt begeistert. ja, es ist halt eine Jugendherberge immer noch. Von den Duschen? Aber eine sehr schöne Lage. Als Boot, Ja. als Jugendherberge, echt klasse. Toll. Kann man mal machen. Kann man immer wieder machen. Schauen wir mal. Aber wenn ihr schon mal da wart, dann berichtet doch im Kommentar, wie ihr es gefunden habt. Die Duschen, die Toiletten und weil, wie man jetzt hier gerade sieht oder hört, gehen die Meinungen ja auseinander. Ja, na, gehen sie ja nicht. Für eine Jugendherberge waren die Duschen ja ordentlich, habe ich ja gesagt. Also jetzt doch. Ja, natürlich schon. Ja. Das ist aber mein eigener Anspruch, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe es jetzt gemacht, das ist in Die Ordnung. waren nicht nur ordentlich, die waren Aber ich top, zahle weil lieber die 10 genau Euro die neu mehr und waren. habe ein Hotel mit Toilette und Dusche am Zimmer. Ja, aber das ist ja dieses Feeling. Du gehst in den Keller duschen, auf eine Burg. Das ist ja dieses Feeling. Ja, so habe ich das Feeling, ich stehe auf aus meinem Bett und gehe direkt ins Bad. Was war das für ein Aber Feeling? das- Ich muss nicht über den Gang laufen, die Wurst Ja, von aber jemand das- anders riechen und was, ja. Außer von dir. Das ist ein Feeling, Schatz. Ja, das ist ein richtiges Feeling. Naja, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr schon da wart. Und ja. Und wenn nicht, schaut euch das mal an. Also wie gesagt, als Jugendherberge, als Burg ist das echt eine schöne Sache. So, komm, dann hören wir mal auf jetzt hier. Dann macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.